Über das Zusammensetzen der Module zu den einzelnen Sternspitzen und über das Zusammenbauen zum fertigen Stern existieren die verwirrendsten Videos im Internet. Das liegt vor allem daran, dass während der Präsentation die Baustelle, der Stern also sehr oft hin und her gedreht wird und man als Betrachter gar nicht recht weiß, wo nun eigentlich gearbeitet wird. Außerdem ist das System immer wieder anders. Ich habe mir angewöhnt, nachdem ich eine Spitze fertig habe, einen Kranz von 5 Spitzen in dieser Reihenfolge fertigzustellen. Bei der Spitze, die als letztes geschlossen wird, beginne ich weiter, den nächsten Kranz von 5 Spitzen zu machen. Und so geht es fort, bis auch die letzte Lücke geschlossen ist. Ich zeige das Zusammenbauen des ersten Moduls einfach mal mit großem Papier. Später mache ich mit den kleinen Papieren weiter, sonst fehlt mir der Platz unter der Kamera. So, am Anfang wird es für Anfänger sinnvoll sein, die Module leicht auseinanderzufalten, die benötigt werden, weil sie sich dann einfacher greifen lassen. Später kann man, denke ich, darauf verzichten. So, ich nehme nun das erste Modul so in die Hand, dass ich es zwischen Zeigefinger und Daumen habe, der Daumen innen, der Zeigefinger außen. Und das mache ich, bis der ganze Stern fertig ist, immer die gleiche Haltung, so dass ich meine Baustelle immer vor Augen habe. Ich kann außerdem, wenn ich jetzt das zweite Blatt einschiebe, alles mit einer Hand festhalten. Die Blätter werden immer um 1/3 versetzt, eingeschoben in diese Laschen. Dann wird das Ganze zu einer Pyramide geformt, was bei kleinerem Papier einfacher ist. Und mit dem Daumen von linker und rechter Hand dahinter geschoben. So, jetzt ist meine erste Ecke fertig. Jetzt zeige ich nochmal gerade die zweite. Reinschieben. Die dritte Modul einschieben. Das Ganze zu einer Pyramide formen. Öffnen. Mit den Fingern hinter die Kante schieben. Schließen. Jetzt habe ich 2 Ecken fertig. Und jetzt fange ich den Stern an mit dem kleinen Papier. So. Also festhalten, Daumen innen, Finger außen, einschieben. Das dritte Teil, Pyramide formen, öffnen, hinter die Kante schieben, schließen. Weitermachen, wieder ganz genauso festhalten wie vorher. Das dritte einschieben, zu einer Pyramide formen, öffnen, leicht nachhelfen, schließen. Jetzt habe ich 2 Spitzen. Ich mache hier weiter, weil ich hier einen Kranz von 5 Spitzen machen will. Öffnen. Und wieder halte ich das immer gleich. Pyramide formen. Einschieben. Schließen. Weitermachen. Einschieben, das dritte Teil. Und was nun wichtig ist, öffnen, schließen. Wenn ich 4 Spitzen fertig habe, müssen die offenen Enden der Module miteinander verbunden werden, um den Kranz aus Sternspitzen fertigzustellen. Einschieben, öffnen hier, leicht nachhelfen. Schließen. Und hier mache ich jetzt genau weiter an dem Modul, was als letztes fertiggestellt worden ist. Und dann hier weiter. Das ist mein nächster Kranz aus Sternspitzen, der geschlossen wird. Und immer darauf achten, das Ganze immer gleich zu halten. So, wieder sind 4 Ecken schon fertig. Die offenen Enden werden verbunden zur 5. Spitze.
Bis 4 sollte jeder zählen können. Wenn man frühzeitig Schluss macht mit Spitzen, dann ergeben sich ganz ungewöhnliche Formen und man muss das Ganze nachher korrigieren. So, jetzt ist das fertig und hier, an diesem Modul mache ich wieder weiter, um den nächsten Kranz fertig zu machen. Der hat jetzt schon 4 Spitzen, also immer genau auf die Zahl der Spitzen schauen. Das Papier ist etwas weicher. Das von den Zettelboxen ist etwas härter, klappt deswegen besser. So, jetzt hole ich mir noch ein paar Ecken rüber. Da bin ich wieder. Pyramide formen. Also man sieht, es sind immer die gleichen Bewegungen, weil ich das Ganze immer in derselben Position halte. Meine Baustelle ist immer vor mir. Ich muss das Ding nie aus der Hand legen und komme somit auch nicht durcheinander. So, 4 Spitzen sind fertig. Die offenen Enden öffnen und miteinander verbinden, um die 5. Spitze fertigzustellen. So, und hier sind auch wieder schon 4 Spitzen fertig, also immer gut zählen, einschieben. So langsam wird der Platz eng in dem Loch. Das als letztes verbunden, also muss ich hier weiter öffnen. Ein Element. Das nächste einschieben. Pyramide formen und so weiter und so weiter. Wieder die Ecke schieben. Hier geht es weiter. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen, dass man sich nicht ständig neu orientieren muss, um weiter zu bauen. So. Vier Spitzen sind fertig. Die offenen Enden verbinden. Das Papier einschieben. Öffnen, dahinter schieben, zu. 4 sind fertig vom Kranz. So, beim letzten Modul, das ich jetzt einstecke, da ändert sich das System. Wenn ich nämlich mein letztes offene Loch schließen will, die letzte Sternspitze fertigstellen, muss ich alle Flügel, sage ich mal, der letzten Module auseinandernehmen und so der Reihe nach, ich drehe das Ganze mal ein bisschen, dass man es besser sieht, der Reihe nach einschieben. Und das allerletzte jetzt, so leicht über den Finger wickeln, dass es sich rundet und dann die Lasche öffnen und es so dahinter rutschen lassen. Damit ist der Stern dann fertig. Man kann dann gucken, dass man noch ein bisschen die Ecken nacharbeitet, wenn etwas noch nicht richtig ineinander gerutscht ist, aber insgesamt sieht es dann so aus.